Wir beschäftigen uns heute mit dem Siebenkreisesatz. Der Siebenkreisesatz sagt Folgendes aus: Sei C0 ein Kreis und C1 bis C6 in C0 enthaltene Kreise, so dass jeder innere Kreis zum äußeren Kreis tangential ist und je zwei nebeneinander liegende innere Kreise ebenfalls zueinander tangential sind. Dann treffen sich die drei Diagonalen des Hexagons, das von den Schnittpunkten der inneren Kreise mit dem äußeren Kreis gebildet wird, in einem Punkt. Unser Ziel ist es jetzt, diesen Satz zu beweisen. Das wird uns mit Hilfe einer Einbettung des Problems in einen hyperbolischen Rahmen gelingen. Zuerst geben wir dafür eine kleine Einführung in die hyperbolische Geometrie, um das Problem mit unserem neu gewonnenen Wissen umzuformulieren und weiter zu bearbeiten. Axiomatisch unterscheidet sich der hyperbolische Raum vom euklidischen, dadurch, dass das Parallelenaxiom nicht gilt. Das Parallelenaxiom sagt aus, dass zu jeder Geraden G und jedem Punkt P, der nicht auf G liegt, genau eine Gerade H existiert, die durch P verläuft und zu G parallel ist. Parallel heißt hier einfach, dass sich die beiden Geraden nicht schneiden. In hyperbolischer Geometrie ist diese Eigenschaft nicht gegeben. Dort gibt es für jede solche G und P mehrere, sogar unendlich viele Geraden durch P, die zu G parallel sind, also G nicht schneiden. Unsere Darstellung hier ist aber irreführend, denn natürlich wird G von allen außer der ursprünglichen Gerade H geschnitten, wenn wir ihnen nur lange genug folgen. Allgemein haben wir das Problem, dass wir einen hyperbolischen Raum in der euklidischen Ebene, diesem Video, darstellen wollen. Die Frage, die wir jetzt angehen, ist also: Wie stellt man die hyperbolische Ebene im Euklidischen dar? Es gibt verschiedene Modelle für die hyperbolische Ebene. Solche Modelle sind einfach Abbildungen von der hyperbolischen in die euklidische Ebene. Wir beschäftigen uns genauer mit dem Poincaré und dem Kleinmodell. Zuerst schauen wir uns das Poincaré-Modell etwas genauer an. Die Darstellung der hyperbolischen Ebene im Poincaré-Modell beschränkt sich auf die Einheitsscheibe. Die Geodätischen des Poincaré-Modells sind, im Gegensatz zu Geraden im Euklidischen, Kreissegmente, die den Einheitskreis im rechten Winkel schneiden. Damit wird klar, dass das Parallelenaxiom hier nicht gilt. Für einen Punkt P und eine geodätische findet man beliebig viele andere geodätische, die P, aber nicht die ursprüngliche geodätische, schneiden. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, ist die hyperbolische Ebene keineswegs beschränkt. Lassen wir einen Punkt in der hyperbolischen Ebene mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung laufen, so sehen wir, dass dieser den Rand des Poincaré-Modells nie erreicht. Der Einheitskreis liegt im Unendlichen und gehört nicht zum Poincaré-Modell. Zum weiteren Verständnis ist folgende Darstellung der Verzerrung hilfreich. Das ist eine Paketierung der hyperbolischen Ebene. All diese Dreiecke haben die gleiche Form und Fläche im Hyperbolischen. Das Poincaré-Modell liefert also eine stark verzerrte Darstellung des hyperbolischen Raumes. Nun betrachten wir das Kleinmodell. Wir werden starke Ähnlichkeiten zum Poincaré-Modell erkennen. Der größte Unterschied ist, dass Geodätische hier tatsächlich euklidischen Geraden entsprechen. Da diese aber wie im Poincaré-Modell durch den Einheitskreis beschränkt werden, gilt das Parallelenaxiom auch hier nicht. Ebenso gibt es im Kleinmodell eine starke Verzerrung des Raumes. Hier sehen wir die gleiche Paketierung der hyperbolischen Ebene im Kleinmodell. Zum Rand hin werden Distanzen auch hier immer größer. Da beide Modelle den gleichen Raum darstellen, ist es naheliegend, dass es Abbildungen gibt,
die die Punkte der Modelle miteinander identifizieren. Tatsächlich gibt es diese. Wir nennen sie f und f hoch minus 1. Wie wir hier sehen, sind die Formeln für diese Abbildung ziemlich einfach. Mit f und f hoch minus 1 können wir jetzt Objekte aus dem einen Modell ins andere übertragen, insbesondere geodätische. Da die Abbildungen punktweise agieren, bleiben Schnittpunkte zwischen geodätischen erhalten. Das liefert uns jetzt die folgende Umformulierung des 7-Kreise-Satzes. Sei C0 ein Kreis und C1 bis C6 in C0 enthaltene Kreise, sodass jeder innere Kreis zum äußeren Kreis tangential ist und je zwei nebeneinander liegende innere Kreise ebenfalls zueinander tangential sind. Dann treffen sich die drei hyperbolischen Diagonalen des hyperbolischen Hexagons, das von den Schnittpunkten der inneren Kreise mit dem äußeren Kreis gebildet wird, in einem Punkt. Wenn wir diesen Satz bewiesen haben, wenden wir einfach die Transformation vom Poincaré zum Kleinmodell an und haben somit auch den ursprünglichen Satz bewiesen. Jetzt führen wir ein paar neue Konzepte im Hyperbolischen ein. Betrachten wir zunächst das Verhalten von Kreisen und Radien im Hyperbolischen etwas genauer. Dazu vergleichen wir es zu den uns bekannten euklidischen Kreisen. Ein Kreis besteht aus allen Punkten, die den gleichen Abstand zu ihrem Zentrum P haben. Im Euklidischen messen wir die Distanz natürlich mit den euklidischen Distanzfunktionen. Hyperbolische Scheiben, die wir im Poincaré-Modell einbetten, sind genauso definiert wie euklidische Kreise. Nur benutzen wir hier eine andere Distanzfunktion zum Messen von Längen. Im Zentrum der Poincaré-Scheibe sehen die hyperbolischen Kreise genauso aus wie die euklidischen. Ändern wir nun das Zentrum, so entspricht die Form der hyperbolischen Kreise immer noch der euklidischen Kreise. Allerdings stimmt das Zentrum der euklidischen Kreise nicht mehr mit dem der hyperbolischen überein. Betrachten wir den hyperbolischen Radius etwas genauer. Dieser wird über die hyperbolische Distanzfunktion gemessen, welche den Abstand von zwei Punkten B und C in der hyperbolischen Ebene misst. Für die Berechnung benötigen wir noch die Schnittpunkte der geodätischen mit dem Rand der Einheitsscheibe. Diese Punkte nennen wir A und D. Um die hyperbolische Distanzfunktion auszuwerten, interpretieren wir die Punkte A bis D als Punkte in der komplexen Zahlenebene. Auch wenn es für uns nicht so wirkt, hat der hyperbolische Kreis in jedem Punkt den gleichen Abstand zu seinem Zentrum. Bewegen wir das hyperbolische Zentrum an den Rand und schauen uns die zugehörigen konzentrischen Kreise an, so konvergiert der hyperbolische Radius gegen unendlich und wir erhalten sogenannte Horodisks. Nachdem wir ein Gefühl für Kreise im hyperbolischen Raum bekommen haben, schauen wir uns jetzt hyperbolische Sechsecke an, um daraufhin den alternierenden Umfang definieren zu können, der für unser Haupttheorem von großer Bedeutung ist. Ein hyperbolisches Vieleck ist wie im Euklidischen definiert. Allerdings sind die Kurven, die die Ecken verbinden, keine geraden, sondern wie immer im Poincaré-Modell Kreissegmente. Die Ecken des Vielecks können überall in der hyperbolischen Ebene liegen. Falls die Ecken allesamt auf dem Rand der Poincaré-Scheibe liegen, so nennen wir unser Polygon ideal. Wie im Euklidischen kann man in einem hyperbolischen Vieleck den Umfang als die Summe der Seitenlängen definieren. Zu beachten ist, dass wir den hyperbolischen Abstand der Eckpunkte messen. Bei Sechsecken kann man durch die gerade Anzahl an Ecken außerdem einen alternierenden Umfang definieren. Anstatt die Summe aller Seitenlängen zu nehmen, berechnen wir nun die alternierende Summe, subtrahieren also jede zweite Länge. Betrachten wir nun also den alternierenden Umfang eines idealen Sechsecks. Hier ergibt sich das Problem, dass die einzelnen Segmente SK unendliche Länge haben, da sie den Rand berühren.
Wir können den alternierenden Umfang also nicht direkt berechnen. Geodätensegmente, die nicht den Rand berühren, haben allerdings endliche Länge. Das können wir uns im Folgenden zunutze machen. Wir führen den alternierenden Umfang eines idealen Sechsecks auf den eines nicht idealen Hexagons zurück. Da dessen Kanten endliche Länge haben, können wir den alternierenden Umfang hier explizit berechnen. Betrachten wir dazu eine Folge Pn hyperbolischer nicht-idealer Sechsecke, die gegen ein ideales Sechseck p unendlich konvergieren. Wir setzen nun an jeden Eckpunkt von Pn eine Disk di, sodass sich aufeinanderfolgende Disks nicht überlappen. Weiter definieren wir Sk tilde als die Kante bis zu den Grenzen der Disks. Wir sehen, dass die Längen der Sk tilde endlich sind. Falls wir den Radius einer Disk ändern, addieren und subtrahieren wir den gleichen Betrag auf beiden Seiten, in diesem Fall für S1 und S6. Der alternierende Umfang ist also unabhängig von der Größe unserer Disks, auch wenn unsere Disks einen Radius von 0 haben. Daraus folgt, dass die alternierende Summe der Sk gleich der alternierenden Summe der Sk tilde ist. Lassen wir n gegen unendlich laufen, so gilt dieser Zusammenhang immer noch. Da die Längen Sk tilde nun aber endlich sind, haben wir tatsächlich eine sinnvolle Berechnung für den alternierenden Umfang gefunden. Betrachten wir nun ein ideales Hexagon. Wenn wir bei diesem Hexagon die gegenüberliegenden Seiten verbinden, sehen wir, dass ein Dreieck in der Mitte entsteht. Nennen wir dieses Dreieck TP. Wir zeigen jetzt den folgenden Satz. Für jedes ideale Hexagon gilt, dass der alternierende Umfang bis auf das Vorzeichen genau zweimal dem Umfang von TP entspricht. Für den Beweis definieren wir uns zuerst den Begriff des semi-idealen Dreiecks. Es hat zwei Ecken am Rand des Kreises, also ideale Punkte, sowie eine Ecke in der hyperbolischen Ebene. In unserem idealen Sechseck gibt es drei solcher Dreiecke, y1, y2 sowie y3. Auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten gibt es außerdem noch drei weitere semi-ideale Dreiecke, die das innere Dreieck TP schneiden. Die nennen wir G1, G2 und G3. Wir definieren uns eine ähnliche Größe wie den alternierenden Umfang für hyperbolische Dreiecke. Wenn wir disjunkte hohe Disks von den beiden idealen Knoten des Dreiecks entfernen, erhalten wir die Längen L1', L2' und L3'. Damit definieren wir uns den alternierenden Umfang eines semi-idealen Dreiecks, indem wir die beiden blauen Längen aufeinander addieren und die rote abziehen. Der alternierende Umfang hängt nicht von der Größe der einzelnen Kreise ab, da die gleiche Länge sowohl dazu addiert als auch abgezogen wird. Die Dreiecke GK und YK teilen sich jeweils genau einen Knoten für k gleich 1 bis 3. Es gibt jeweils eine Isometrie IK, die die gegenüberliegenden Dreiecke aufeinander abbildet. Diese können wir uns folgendermaßen konstruieren. Mithilfe sogenannter Möbius-Transformationen, Isometrien in der hyperbolischen Ebene, können wir den Schnittpunkt der beiden Dreiecke auf den Ursprung abbilden. Die beiden Diagonalen, die den Punkt schneiden, sind nun beides Geraden durch den Ursprung. Deshalb können wir einfach eine Punktspiegelung am Ursprung durchführen, sodass das rechte Dreieck auf das linke transformiert wird. Das Ganze geht natürlich nicht nur für das erste Dreieckspaar, sondern für alle. Da wir eine Isometrie zwischen den beiden Dreiecken haben, sind die alternierenden Umfänge der Dreiecke gleich. Diese Formeln können wir explizit für alle drei Dreieckspaare aufschreiben und den Umfang von GK auf die andere Seite bringen. Nun können wir alles zusammen addieren
und erhalten folgende Formel. Was bedeutet diese Summe jetzt eigentlich? Betrachten wir das Ganze im Bild. Wenn wir den Umfang der GI abziehen, kürzt sich ein Teil mit dem Umfang der YI weg. Wir sehen, dass wir zweimal den Umfang des inneren Dreiecks sowie den alternierenden Umfang des Hexagons aufsummiert haben. Insgesamt folgt unsere Behauptung. Jetzt beweisen wir endlich den 7-Kreise-Satz. Schauen wir uns hierfür ein hyperbolisches Hexagon mit Kreisen an, die tangential zum großen Kreis liegen, wobei sich benachbarte Kreise in exakt einem Punkt berühren. Wenn wir nun den alternierenden Umfang dieses Hexagons betrachten, sehen wir, dass dieser genau 0 ist, da sich die einzelnen Stücke in den Kreisen rauskürzen. Und das entspricht genau dem Umfang des Dreiecks in der Mitte, aufgrund des Satzes, den wir gerade eben bewiesen haben. Also treffen sich die Hauptdiagonalen des Hexagons in einem Punkt. Nun müssen wir nur noch die Transformation vom Poincaré-Modell in das Kleinmodell durchführen. Die Aussage gilt auch hier, weil die Schnittpunkte der Diagonalen weiterhin durch einen Punkt verlaufen. Das entspricht genau dem Szenario aus dem ursprünglichen 7-Kreise-Satz, den wir somit bewiesen haben.